Hey zusammen, kennt ihr das? Ihr sitzt vor einer neuen Miniatur, habt so richtig Lust aufs Bauen und Malen und ihr habt eine genaue Vorstellung davon, wie es später aussehen soll. Saubere Highlights, weiche Übergänge, geniale Kontraste und Effekte und natürlich eine fantastische Base. Doch dann passiert etwas Seltsames. Ihr packt die Miniatur wieder weg und dreht dem Hobby für heute den Rücken zu. Bei mir kommt das auch immer mal wieder vor und oft steckt da ein Thema dahinter. Perfektionismus und wie er uns im Hobby manchmal den Spaß nimmt. Darüber quatscht wir heute mal. Willkommen in meiner Hobby-Ecke. Hier ist der Fez, kein Profi, kein Experte, aber seit fast 30 Jahren mit Freude im Hobby. Perfektionist und Chaot in einem. Let's Fez! Perfektionismus ist im Hobby so ein Thema, das viele von uns vermutlich immer wieder begleitet. Ich kenne das selbst nur zu gut. Gerade wenn man sich natürlich auch viel mit dem Hobby beschäftigt und viele Videos schaut oder Fotos betrachtet. Golden Demon Gewinner, Instagram-Vitrinenmodelle, YouTube-Tutorials mit unglaublichen Ergebnissen. Man beginnt damit, sich zu vergleichen und plötzlich denkt man automatisch, puh, das sieht viel besser aus als mein Kram. So müsste mein Zeug eigentlich auch aussehen. Aber hier kommt die Realität. Die meisten dieser Modelle sind Einzelstücke. Stundenlange, tagelange oder sogar monatelange Arbeit. Perfekte Layer, Glazes, feinste Highlights und Freihandkunstwerke, die so mega krass ausschauen, dass man sie in ein Kunstmuseum stellen müsste. Oft von echten Profis oder sehr erfahrenen Malern bemalt. Von Meistern ihres Fachs. Menschen, die unglaublich viel Erfahrung haben und teilweise sogar ihren Lebensunterhalt damit verdienen. Und dann vergleichen wir diese Ergebnisse mit uns selbst. Mit unserem Hobbytisch. Mit unseren ersten Versuchen. Mit unseren ganz normalen Miniaturen. Und genau hier entsteht diese Perfektionismusfalle. Früher habe ich auch gedacht, alles muss perfekt sein. In allen Lebensbereichen. Und eben auch im Hobby. Spoiler vorab, nichts war jemals perfekt. Nicht mal annähernd perfekt. Ich habe teilweise Ewigkeiten nachgedacht. Überlegt, geplant, bevor ich überhaupt mal den Pinsel in die Hand genommen habe. Ich saß ewig an einzelnen Modellen. Und nichts klappte in der Realität so einfach, wie ich es mir vorgestellt hatte. Nichts sah auf Anhieb so aus wie in meinem Kopf. Obwohl man sich akribisch an den eigenen Plan gehalten hat, an eine Anleitung oder an irgendeinen Tipp, den man bekam. Der Frust wuchs. Am Ende hatte ich vielleicht eine bemalte Miniatur in der Hand. Eine Miniatur, die vielleicht auch gut aussah. Aber sie war eben nicht so perfekt, wie sie sein sollte. Oder ich hatte eine halb angemalte Miniatur, die ich enttäuscht wegpackte und für Jahre nicht mehr anschaute. Hobby war dadurch oft Druck, Frust und Stress. Bis ich mir irgendwann dachte, warum eigentlich? Warum mache ich mir das so einen Druck? Darf ich nicht einfach wieder den Spaß und die Freude in den Vordergrund stellen? Denn dafür ist Hobby doch eigentlich da. Als Ausgleich, als Entspannung, als kreativer Ausflug vom stressigen Erwachsenenleben. Und genau an diesem Punkt habe ich angefangen, meine eigene Erwartungshaltung zu hinterfragen. Ich habe gemerkt, dass mir vor allem das Malen selbst Spaß macht. Also nicht nur das Ergebnis. Ich bin stolz darauf, eine fertige Miniatur, eine Einheit oder eine ganze Horde vor mir zu sehen. Ja, aber bereits das Malen bereitet mir Freude, noch bevor eine Miniatur fertig ist. Egal wie perfekt einzelne Pinselstriche sind oder eben auch nicht. Ich will hier keine alten Männerweisheiten raushauen. Aber an dem Spruch, der Weg ist das Ziel, ist im Hobby wirklich was dran. Heute sehe ich meine Hobbyzeit zum Großteil anders. Ich versuche den Perfektionisten in mir, vor allem im Hobby, im Rahmen zu halten. Aber ich bin da auch ehrlich, das gelingt mir nicht immer. Gerade auch bevor ich diesen YouTube-Kanal startete, um meine Perspektive im Hobby zu teilen, kamen mir massive Zweifel. Meine Modelle sehen nicht so genial aus. Mein Gelände ist jetzt handwerklich echt keine Meisterleistung. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung und auch kein Interesse daran, was gerade Meta ist, welche Einheiten am besten wären oder warum man dreimal die gleiche Einheit braucht. Andere können das viel besser. Das sieht alles viel krasser aus. Andere haben viel mehr Erfahrung. Aber genau das ist ja der Punkt. Denn darum sagte ich mir, yep, genau deshalb startest du jetzt deinen YouTube-Kanal. Auch um ein wenig aus dieser
Mein Zeug ist nicht gut genug, Spirale rauszukommen. Und um zu zeigen, dass im Hobby nichts perfekt sein muss. Es gibt viele unterschiedliche Wege und Perspektiven. Hier und da habe ich auch mal erwähnt, wie froh ich damals gewesen wäre über die Informationsfülle und die Möglichkeiten, die sich einem heute bieten. Unzählige Tutorials, Fotos, Videos, Anleitungen, Materialien. Das sehe ich weiterhin so. Das Tabletop-Hobby hatte noch nie zuvor so viele Zugangsmöglichkeiten und Eintrittstore wie heutzutage. Aber Social Media verstärkt das Problem oft nochmal deutlich. Bei meinen allerersten Miniaturen in den späten 90ern hatte ich auch Perfektionismusprobleme. Dazu genügte schon die Eevee Metal Boxart auf der Verpackung. Man verglich die eigenen Miniaturen mit denen der Freunde. Man wollte schließlich nicht derjenige sein, der seine Minis nicht so toll angemalt hat wie alle anderen. Aber der äußere Druck war, zumindest in meiner Erinnerung, viel, viel geringer. Und wenn ich meine alten Miniaturen heute anschaue, mit 2 extra dicken Farbschichten, Duncan würde weinen, dann frage ich mich manchmal, wie viel schlimmer würden die aussehen, wenn ich nicht ein klein wenig Perfektionismus gehabt hätte. Aber schäme ich mich für diese Miniaturen? Nein, keinesfalls. Wenn ich diese Minis in die Hand nehme, dann überwiegen positive Erinnerungen. Gemeinsame Nachmittage mit Freunden, lustige Erlebnisse auf den Teppichschlachtfeldern. Manche Miniaturen bekam man von Menschen geschenkt, die heute leider gar nicht mehr unter uns sind. Da stecken Erinnerungen drin, keine Scham. Durch Social Media sieht man heute aber viel stärker und viel öfter, was andere alles können, was man selbst so noch nicht geschafft hat. Das kann natürlich zum einen den sportlichen Ehrgeiz wecken, aber es kann auch dazu führen, dass man sich irgendwann nicht mehr traut, das Hobby auszuleben. Und das ist von Mensch zu Mensch auch sehr unterschiedlich. Ich finde es genial, was begabte Künstler aus ihren Miniaturen herausholen. Nicht umsonst gewinnen diese Menschen Wettbewerbe und sind hoch angesehene Koryphäen im Hobby. Da habe ich wirklich großen Respekt und ich möchte diese Leistungen niemals kleinreden. Aber ich sage es mal so, das ist nicht das, was für die meisten von uns den Alltag im Hobby ausmacht. In anderen Worten, man kann zum Beispiel Top-Fußballer bestaunen und toll finden. Die trainieren hart, sind ehrgeizig, talentiert und einfach die Besten in ihrem Bereich. Aber die meisten Menschen spielen auch einfach gerne mal mit Freunden Fußball. Wenn man sich sagen würde, ich kann niemals so gut spielen wie ein Profi, also gehe ich auch gar nicht mehr kicken, dann würde man sich doch brutal einschränken. Und genauso ist es auch im Hobby. Irgendwann habe ich deshalb angefangen, das Hobby für mich bewusst anders zu sehen bzw. wahrzunehmen. Das ist aber auch kein Schalter im Kopf, den man einfach umlegen kann. Man fällt sehr schnell wieder zurück in eine Perfektionismusfalle, wenn man nicht auch mal einen Schritt zurückgeht und wieder neu reflektiert. Ich bin dazu übergegangen, meine eigene Erwartungshaltung öfter zu prüfen. Tipps und Anregungen holen. Ja, definitiv. Aber nicht als das ultimativ zu erreichende Ziel. Hobby nicht als etwas zu sehen, das perfekt sein muss, sondern als das, was es eigentlich ist. Ein Hobby, etwas Kreatives, etwas Entspannendes, etwas, das einfach Spaß machen soll. Ich habe dann wieder angefangen, Dinge auszuprobieren. Neue Techniken, neue Farben, neue Projekte. Manchmal klappt etwas richtig gut, manchmal nicht. Aber genau das gehört ja dazu. Und ich habe gemerkt, je weniger Druck ich mir persönlich mache, desto mehr Spaß habe ich am Hobby. Und noch ein größerer Schritt für mich persönlich war, als ich angefangen habe, das mit euch auf YouTube zu teilen. Wohl wissend, dass viele in den Hobbybereichen kreativer, künstlerischer, handwerklich begabter sind. Aber auch genau deshalb, um anderen, die vielleicht genau wie ich ähnlichen Frust im Hobby erlebt haben, zu zeigen, im Hobby muss man nicht perfekt sein. Im Hobby darf man Spaß haben. Das ist für mich das Wichtigste. Mein Fazit zu dem Thema ist, dass Perfektionismus nicht per se schlecht ist. Perfektionismus kann motivieren. Er kann uns besser machen, antreiben, zu neuen Glanzleistungen und zu Erfolgen führen. Aber wenn er dafür sorgt, uns einzuschränken, wenn er dafür sorgt, dass wir Angst haben, was Neues auszuprobieren, wenn wir dadurch weniger malen oder weniger Spaß am Hobby haben, dann ist der Perfektionismus vielleicht ein bisschen zu stark geworden.
Und vielleicht reicht es manchmal einfach, wenn eine Miniatur nur gut aussieht. Nicht perfekt, sondern gut genug. Mich würde interessieren, wie ist das bei euch? Seid ihr eher Perfektionisten beim Bemalen oder malt ihr einfach drauf los? Sagt ihr Hauptsache bemalt und Spaß im Hobby? Hat sich das bei euch vielleicht auch im Laufe eures Hobbylebens verändert? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr ein Like da lasst. Und wenn ihr mehr aus meiner kleinen Hobby-Ecke sehen wollt, abonniert den Kanal. Hier wird gebaut, gebastelt, gemalt und in Erinnerungen geschwelgt. Immer mit Freude und Spaß bei der Sache. Danke euch allen fürs Zuschauen und dranbleiben. Ihr seid die Besten und eure Minis sind mega. Nehmt den Pinsel in die Hand und habt Spaß im Hobby. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.